Herzlich willkommen, wir sind in der Oktoberausgabe für unser Newsletter. An der rechten Seite heute der Manfred. Und an der linken Seite wie immer die Liane. Und wir haben heute folgende Themen für Sie. Wissen, womit man rechnen kann. GWS schließt Kooperationsvertrag mit Schufa. Händler, aufgepasst! Neues Verpackungsgesetz tritt ab dem 1. Januar 2019 in Kraft. Wie Sie mit Microsoft Teams Ihre Arbeitsgruppen erfolgreicher machen. DigiConf, GWS auf der ersten virtuellen Konferenz für Unternehmenssoftware. Wissen, womit man rechnen kann. GWS schließt Kooperationsvertrag mit Schufa. Im Oktober unterzeichnete die GWS gemeinsam mit der Schufa, der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, einen Kooperationsvertrag. Initiiert durch Kundenanregungen und die GWS-Produktentwicklung wird es mittelfristig für GWS ERP-Nutzer einen direkten Zugriff auf die Auskunftsdatei des Wiesbadener Unternehmens geben. Hierzu entwickelt die Schufa zunächst einen NAV-Konnektor. Die weiteren Schritte sehen vor, dass ein Pilot für den B2B-Bereich entwickelt wird und später folgt eine B2C-Variante. Das Modul soll in 2019 GWS ERP Ready angeboten werden. Wir werden Sie dazu auf dem Laufenden halten. Sollten Sie Vorabfragen haben, dann wenden Sie sich bitte an unseren Kollegen Mike Niggemann. Händler, aufgepasst! Neues Verpackungsgesetz tritt ab 1. Januar 2019 in Kraft. Am 1. Januar 2019 tritt das neue Verpackungsgesetz in Kraft und löst die gültige Verpackungsverordnung ab. Hersteller und Vertreiber von Verpackungen, also auch jeder noch so kleine Online-Shop, ist dann verpflichtet, sich bei der neu geschaffenen Behörde Zentrale Stelle Verpackungsregister zu registrieren. Außerdem muss er jährlich angeben, wie viele Verpackungen er in den Verkehr bringt. Des Weiteren ist die Lizenzierung bei einem dualen System nachzuweisen, also einem Dienstleister, der Verpackungen sammelt und die wiederverwertet. Duale Systeme informieren wiederum die Stiftung über die Menge der Verpackungen, die von den Herstellern bei ihnen lizenziert wurde. So ist erkennbar, wie viele Verpackungen das Recycling tatsächlich bezahlt wurde. Bei Nichtbeachtung drohen hohe Bußgelder. Mit dem neuen Gesetz soll das duale System transparenter, effizienter und gerechter werden. Zudem soll die Recyclingquote der eingesetzten Verpackungsmaterialien steigern. Landbell, ein Anbieter von dualen Systemen, hat Details zum neuen Verpackungsgesetz in einem Erklärvideo zusammengefasst. Sie finden das unter der eingeblendeten Adresse. Wie Sie mit Microsoft Teams Ihre Arbeitsgruppen erfolgreicher machen. Eine effiziente Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen ist heute ein entscheidender Schlüssel für den Unternehmenserfolg. Microsoft hat aus diesem Grund 2017 die Anwendung Teams auf den Markt gebracht und damit bereits viele Unternehmen begeistert. Es hilft, die Zusammenarbeit von rein internen oder gemischt internen und externen Arbeitsgruppen nachhaltig zu vereinfachen. Zentrales Element hierfür ist ein virtueller Arbeitsraum, auf den die eingeladenen Teammitglieder zugreifen können oder wo alle Informationen gebündelt sind, die für die Zusammenarbeit im Team notwendig sind. Über Teams lassen sich zum Beispiel gemeinsame Dateien wie Word, Excel, PowerPoint oder OneNote erstellen und nutzen. Zudem lassen sich Audio-, Video- und Webkonferenzen sowie Chats und Online-Besprechungen abhalten. Weiterer Vorteil von Teams ist unter anderem der Abruf von gespeicherten Notizen, Arbeitsanweisungen oder Internetseiten. Grundvoraussetzung, um von den vielfältigen Vorteilen profitieren zu können, ist die Nutzung des Cloud-Services Office 365. Wenn dieses Thema auch für Ihr Unternehmen interessant ist, unser Kollege Dirk Ross hat weitere Informationen für Sie. DigiConf, GWS auf der ersten virtuellen Konferenz für Unternehmenssoftware. Die DigiConf mit dem Schwerpunkt ERP ist eine Konferenz der ganz anderen Art. Unverbindlich, kostenlos und bequem haben Messebesucher vom 5. bis 7. November 2018 die Gelegenheit, interessante Ansätze für ihr Unternehmen kennenzulernen, ohne dafür real vor Ort zu sein. Wie geht das, Manfred? Ganz einfach, Liane. Die Teilnehmer können sich beispielsweise vom Büro oder von zu Hause aus in den Livestream einloggen oder an Präsentationen und Chats anonym teilnehmen. Der Interessent bestimmt auf diese Weise selbst, ob er aktiv mit dem Anbieter in Kontakt treten oder sich einfach nur unerkannt informieren möchte. Die GWS gehört zu den Premiere-Ausstellern und wird am 7. November um 10:30 Uhr über Möglichkeiten und Potenziale im Hürdenlauf des Handels berichten.
Nutzen Sie die Chance für unverbindliche Diskussionen und interaktive Chats während der Präsentation und melden Sie sich heute noch an unter www.digiconf.de. Veranstaltet wird die Konferenz von der Invesco GmbH, dem Würzburger Institut für betriebswirtschaftliche Software. Dann noch ein Hinweis. Unsere Webcast-Serie Up to Date erfreut sich wachsender Beliebtheit. Auch im November und Dezember gibt es noch weitere Themen, die für Sie gegebenenfalls interessant sein könnten. Details und Anmeldemöglichkeiten dazu finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite www.erpsystem.de/Veranstaltung. Wir sind am Ende unseres Newsletters für den Monat Oktober und wie immer, wenn Sie zwischendurch mal schauen wollen, was bei uns passiert, kommen Sie auf unsere Seite erpsystem.de. Abonnieren Sie uns, wie immer schon gesagt, und bleiben Sie uns gewogen. Bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Details und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hierzu auf unserer Veranstaltungsseite. Das musst du sagen. Nicht schlecht. Okay. Once more.